Der Käfer schaut ziemlich sexy aus. Okay. Also egal was passiert, es war allein schon die Reise wert. Okay, David, wo fahren wir denn hin? Wir sind jetzt am Weg zu unserem Terrazzo-Produzenten, der Craftsman, der uns jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren unsere Terrazzo-Teile produziert. Ja. Und die Idee ist, dass du ein bisschen eine von den Reisen mitmachst, die wir immer machen in unserem täglichen Designleben, das wir haben. Ist ein Riesenanteil davon in ganz Mexiko verteilt, die Craftsmen zu besuchen, Sachen zu experimentieren. Das heißt, ihr Designideen fahrt da auch zu- wirklich hin zu denen, ihr Ja, redet genau, mit ist ein- denen, ist ihr ein begleitet Riesenanteil. die Produktion. Ja, genau. Wir bauen eine Beziehung zu diesen Familien, zu diesen kleinen Firmen auf und tun die wirklich mit manchen seit 15 Jahren pflegen. Wir tun uns zu Geburtstagen besuchen, wir organisieren Essen. Ohne dem wäre es nicht möglich. Also das ist ein Riesenanteil. Aber auch für die Kreativität in unserer Arbeit. Bei diesen Reisen passiert einfach so viel. Wir experimentieren und merken dann erst, was möglich ist und was nicht möglich ist. Einfach nur hinterm Computer oder am Papier sich etwas zu überlegen, ist quasi unmöglich, wenn man nicht vor Ort ist und das Ganze experimentiert. Ist das sehr herausfordernd für die, was ihr mit denen macht? Oder haben die da Bock drauf? Oder Also ist es allgemein ist es so, dass wir fast mit allen versuchen, die Limits von dem, was möglich ist, extrem auszureizen und dann noch einmal Schritte weiter zu gehen. Kannst du dich erinnern, wie das war, dass wir uns kennengelernt haben? Oder? Also in Kontakt war ich, glaube ich, schon früher mit euch. Aber kennengelernt haben wir uns dann das erste Mal, als ich euch in Mailand auf der Messe in Alcoba besucht habe. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, wir waren im blauen Raum in Alcoba und ich habe die vom Namen her gekannt als Kunde, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer du bist, wie du ausschaust. Und auf einmal kommst du reingestürmt. Gestürmt und sagst, ey, meine mexikanischen Freunde sind da. Meine mexikanischen Freunde sind da und dann... Ja, das war noch ganz klein, euer Ja, es Auftritt, war gell? ein ganz, ganz kleiner Raum. Im Jahr drauf hast du uns dann wieder besucht, dann haben wir schon ein bisschen mehr. Da war der Raum schon mindestens dreimal so Da war der groß. Raum dann 3-mal so groß. Da haben wir Kollektion auch. dann, ja, letztes Jahr in Mailand haben wir dann schon viel Spaß gehabt. Da war ich, glaube ich, schon in eurem Ranking ganz schön weit hoch. Da habe ich nämlich eine gelbe Jacke bekommen. Ja, du hast eine Jacke bekommen, genau. Dass wir jetzt aber da zusammen in einem Bocho, in einem VW Käfer in Mexiko sitzen und ein Projekt zusammen machen, das ist jetzt doch ein bisschen überraschend gekommen. Ja, aber das kam jetzt, glaube ich, weil ich so wahnsinnig verliebt in eure neue Kollektion war. Und jetzt lasst uns doch mal ein bisschen noch näher zusammenrücken und lasst mal irgendwie vor allem eure Kollektion noch mehr nach Deutschland bringen. Ja. Und ich einfach so überzeugt bin von eurer Kollektion und von eurer Art, wie ihr arbeitet und von der ganzen Philosophie. Ich bin ja so ein kleines Trüffelschweinchen, wie mich meine Mitarbeiter liebevoll nennen. Ich mag das halt so, was aufzuspüren, und ich glaube, mir hat diese Geschichte irgendwie total gut gefallen. Wie kam denn eigentlich die Verbindung von dir als Österreicher zu Mexiko? In Mexiko wissen viele Leute gar nicht, dass ich Österreicher bin, und in Österreich wissen die Leute nicht, dass ich Mexikaner bin. Also Bist du halber Mexikaner? Ich bin Mexikaner, ja, genau. Meine Mama ist aus Österreich, mein Ja. Papa ist Mexikaner. Ja. Sie haben sich vor 40 Jahren in Mexiko kennengelernt, Ja. wo meine Mama ein Auslandsstudium in Mexiko-Stadt gemacht hat. Und haben sich kennengelernt, haben sich ineinander verliebt und sie sind zusammen nach Österreich gezogen. Ich bin dann einen Teil von meiner Kindheit in Österreich aufgewachsen, einen Teil von meiner Kindheit in Mexiko. Und irgendwann an einer Reise in Mexiko nach Oaxaca mit Freunden von der Familie ist dann irgendwie die Idee gekommen, warum nicht etwas mit mexikanischer Kunsthandwerk zu machen. Und es hat zu dem Zeitpunkt, damals vor 15 Jahren, nichts gegeben in Mexiko. Es hat sehr, sehr folklorische Objekte gegeben, aus Barro Negro, aber nichts im Design. Und wir haben dann angefangen, uns das anzuschauen und haben dann bemerkt, dass es allgemein die Kunsthandwerk in Mexiko im täglichen Leben extrem verankert ist. Aber es ist total unrelevant gewesen im Designsegment. Und da haben wir einfach das Gefühl gehabt, dass es eine total interessante Chance ist, Sachen zu machen. Und wir haben dann vor jetzt ungefähr 12 Jahren die Marke auf den Markt gebracht in Mexiko. Das war ein bisschen ein Abenteuer. Es war dann auch so, dass mein Hat Papa... dein Vater dich da irgendwie unterstützt? Ja, der Papa hat dann in Österreich zu der Zeit gelebt und ich habe ihn gebeten, dass er vielleicht für einen Monat kommt und uns hilft beim ersten Aufbauen von der ersten Messe, uns Ja. zu helfen. Ja. Und das ist jetzt 12 Jahre her und er ist noch immer da. Ah, wirklich? Er ist geblieben dann? Der ist geblieben und er leitet jetzt einen großen Teil von der Produktion, hilft uns mit vielen... Er ist in der Firma? Ja, genau, hilft uns mit vielen Sachen von der Ethik, dass wir als Junge nicht keine Sachen falsch machen. Ja. Und ist geblieben. Und es wäre eigentlich ohne ihn
nicht so möglich gewesen, weil in dem Moment war das noch ein bisschen eine Träumerei, Produkte zu entwickeln, aber wie groß der technische Anteil an dem Ganzen ist und die Lösungen, die wir finden haben müssen, waren uns in dem Moment noch nicht klar. Und für mich einfach total schön, das zusammen zu starten. David, was mich noch interessieren würde, für das komplette Design der Lampenkollektionen bist schon mehr oder weniger du verantwortlich? An sich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die Produkte sind von mir entworfen, sondern es ist sowohl vom Team als auch vom Prozess. Und das ist dann oft sehr schwierig nachzuvollziehen, wo dann wirklich die Idee dann wirklich herkommen ist, ganz spezifisch. Ja. Aber das ist ja das Schöne im Design, oder? Du würdest schon sagen, es ist eine mexikanische Brand, oder? Inwiefern, also wie viel Österreich steckt da noch drin? Ja, also es ist natürlich so, dass ein gewisser internationaler Aspekt einfach nicht zu bestreiten ist, dass das Team sehr international ist. Ja. Und das bringt natürlich ganz einen neuen Blickwinkel auf gewisse Sachen. Also ich bin Mexikaner und ich bin ein Teil von meinem Leben da aufgewachsen, aber ich habe eine gewisse Distanz dazu und dadurch einen ganz anderen Blickwinkel zu gewissen Materialien und kann vielleicht ein bisschen naiver hin und wieder an gewisse Sachen rangehen. Ich kann vielleicht hin und wieder gewisse Sachen ganz anders hinterfragen, weil ich eben mit zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin. Aber ich glaube, das kennzeichnet auch deine Kollektion so ein bisschen. Ich würde sie schon so unterm Strich so als sehr kosmopolit auch bezeichnen. Ja, ich glaube schon, dass das die Idee ist, dass man im Design, speziell wenn es jetzt von einer Kultur oder von einer Tradition ausgeht, in unserem Fall von Mexiko, dass es sehr viel gibt zu entdecken, aber dass man sich nicht verstecken darf davor, das neu zu interpretieren. Absolut. Und ich glaube, dass das zum Beispiel in der Küche, also in Restaurants, ja genau das ist. Es gibt die japanische, die skandinavische, die mexikanische Küche, die extrem viel Kultur und Geschichte haben. Aber spannend wird es dann, wenn man das mit gewissen modernen Technologien, mit anderen Blickwinkeln betrachtet. Und das ist sicherlich das, was uns als Studio ausmacht. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, weil ich versucht nachzulesen, aber es ist ein bisschen für mich schwierig gewesen, herauszufinden, wie dein Werdegang war und wie du zu Design gekommen bist und wie du dich so etabliert hast, dass du jetzt die Münchner Interior Designerin schlechthin geworden bist. Wie war der Weg dorthin? Der hat begonnen tatsächlich in Australien. Meine Kindheit habe ich ganz einfach und sehr remote auf dem Bauernhof am Chiemsee verbracht. Also ich bin in einer großen Einöde aufgewachsen und habe dann aber schon während der Schule gemerkt, dass ich irgendwie raus muss aus dieser. Das war mir alles zu eng und zu engstirnig. Und ich wollte raus in die große Welt und bin dann nach dem Abitur nach Australien. Ich wollte so weit weg, wie es nur irgendwie ging. Und dann bin ich nach Australien, habe da ganz einfältig als Au-pair-Mädchen gearbeitet. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und der Au-pair-Vater, das war ein ganz toller Architekt. Der hat im Umland von Sydney ganz schöne Holzhäuser gebaut. Und der hat mich dann angefangen irgendwann, weil er gemerkt hat, dass mich das irgendwie interessiert, der hat mich angefangen, auf die Baustellen mitzunehmen. Ich habe heute noch diesen Geruch von diesem Holz in der Nase und das hat mich total fasziniert. Und da dachte ich mir, ach Mensch, das wäre ja vielleicht irgendwie was dich auf Dauer interessieren kann. Und dann bin ich aber erst mal 2 Jahre lang in Australien geblieben und dann bin ich zurückgekommen und habe dann angefangen, Architektur zu studieren. Ich wollte eigentlich Innenarchitektur studieren, aber habe die Aufnahmeprüfung damals nicht geschafft. Und dann dachte ich mir, naja gut, sei es drum, dann beißt dich jetzt durch das Architekturstudium durch und das hat mich auch total irgendwie dann auch begeistert und fasziniert. Und dennoch wusste ich während dem Studium schon, dass mich kein Architekturbüro von innen sehen wird. Okay. Dass mich doch irgendwie so die Innenarchitektur mehr interessiert. Und dann habe ich zum Ende meines Studiums meinen Ex-Mann kennengelernt und der ist und war Gastronom in München. Und der hat damals sich so alle 2 Jahre vergrößert und hat ein neues Restaurant aufgemacht und hat mir schon relativ früh das Vertrauen geschenkt, dass ich seine Restaurants designen darf. War da irgendeins dabei, wo du dich erinnern kannst, dass ein bisschen so eine Art Durchbruch war für die? Ja, das war tatsächlich die Theresa Bar. Das war dann schon so eher zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Da habe ich dann die Theresa Bar für ihn entwerfen dürfen und das hat ziemlich für Furore gesorgt. Das war so die erste so ein bisschen Wohnzimmerbar in München und dennoch hat die mich ziemlich nach vorne gebracht, weil die sehr viel Presse bekommen hat und für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und das waren dann so irgendwie die Beginne meiner Selbstständigkeit. Irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, es muss ich jetzt doch ein bisschen intensiver machen und doch nicht nur vom Küchentisch aus. Und habe dann einen Arbeitsplatz in so einem Gemeinschaftsbüro angemietet und
irgendwann kam die erste Mitarbeiterin und dann von da an habe ich einfach alles passieren lassen und nie daran gedacht, was in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren sein könnte. Und ich hatte auch keine Ziele. Hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, dass das passiert, was jetzt heute passiert, hätte ich gesagt, nein, never ever. Also warum und weshalb? Aber ich habe das immer mit einer großen Leichtigkeit begonnen. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Und es macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß und wahnsinnig viel Freude. Und sehe das als großes Privileg an, dass ich meine Leidenschaft tagtäglich als Beruf ausüben darf und einfach mit so wahnsinnig schönen individuellen Herstellerfirmen wie euch zusammenarbeiten darf und die eben nach Deutschland bringen darf und ich glaube, damit immer noch teilweise überraschen kann, weil der Endkunde ist natürlich mittlerweile aufgrund der Globalisierung sehr informiert, aber wenn du denen dann trotzdem so Leuchten zeigst, die er halt nicht an jeder Ecke sieht, macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Du hast jetzt gesagt, du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen in der Nähe vom Chiemsee. Hast du das Gefühl, dass in deiner Kindheit Kunsthandwerk einen gewissen Stellenwert gehabt hat? Hast du das Gefühl, dass das die in der jetzigen Arbeit irgendwie beeinflusst hat? Absolut, absolut. Also gerade in dieser Chiemseer Region, wo ich aufgewachsen bin, hat die Handwerkskunst einen sehr großen Stellenwert und letztendlich bin ich da als Kind mit aufgewachsen. Und unsere Art von Arbeit, die wir machen in unseren Projekten, also unsere individuelle Art und Weise, wie wir auch an Dinge herangehen, die wäre ohne die Handwerkskunst gar nicht umzusetzen. Und tatsächlich beschäftigen wir heute noch viele Handwerker aus dieser Region, wo ich aufgewachsen bin, weil es da eben noch wahnsinnig viele gute gibt. Wie gesagt, also ohne die Handwerkskunst wäre unsere Arbeit gar nicht denkbar. Und ich habe das Gefühl und auch die Hoffnung aufgrund von KI und dass viele junge Leute eigentlich eher wieder ins Handwerk zurückgehen. Also ich glaube, es war wahnsinnig schwierig für die Handwerksberufe, dass sie Nachwuchs finden in den letzten Jahren. Aber das ist in Mexiko auch so. Ich habe die Hoffnung, dass da jetzt wieder so eine Gegenbewegung stattfindet und das fände ich natürlich auch total schön. Und ich habe das Gefühl, dass auch der Stellenwert des Handwerks wieder in den letzten Jahren sehr, sehr viel höher geworden ist. Also wir arbeiten natürlich mit vielen Schreinereien zusammen, aber auch mit Schlossereien oder auch mit noch Polstereien. Und in Mexiko ist es eigentlich umgekehrt. Es ist so, dass alles, was handgemacht ist, ist sehr, sehr günstig, es ist sehr in der alltäglichen Kultur verankert. Und das ist etwas, was wir ein bisschen für uns in unserer Arbeit ändern wollen und einfach einen anderen Stellenwert für Kunsthandwerk in Mexiko etablieren wollen. Aber ich glaube, das ist ja all das, was du gerade sagst, ist das, was mich an eurer Marke von Anfang an so fasziniert hat. Und deshalb, glaube ich, ist es ja auch nur an der Zeit, dass man euch noch mehr in Europa irgendwie etabliert. Und das, glaube ich, war auch so meine Idee, dass wir machen jetzt so einen kleinen Lounge bei uns im Showroom in Deutschland. Und jetzt sitzen wir hier jetzt gemeinsam im Beetle und fahren nach Mexico City. Also auch so diese Verbindung zwischen euch und uns. Und ich finde das wirklich ganz großartig. Ich habe das Gefühl, dass das auch der Grund ist, warum wir so viel zusammenarbeiten, warum du so viele von unseren Produkten in deinen Projekten verwendest, ist, weil du es, glaube ich, sehr, sehr gut schaffst, sehr charaktervolle Objekte miteinander zu verbinden. Ich sehe jedes Mal, wenn mir mein Team ein Foto zeigt von einem Projekt, das du wieder abgeschlossen hast, denke ich mir immer, dass es eigentlich total schön ist, wie du die Objekte kombinierst und wie du es schaffst, sie zu interpretieren, ganz auf deinen eigenen Stil. Das ist so ein bisschen die Kunst an der Art von Arbeit, die ich betreibe, dass man unterschiedlichste Dinge und Objekte und Farben in einem Objekt kombiniert, ohne dass es am Ende ganz selbstverständlich wirkt und dass man eben dann, wie du gerade gesagt hast, diese einzelnen Objekte dann auch wirken lässt. Das ist tatsächlich immer total schwer für mich in Worte zu packen, wie das eigentlich gelingt. Ich glaube, dass das ganz viel mit Bauchgefühl und Intuition zusammenhängt. Also ich weiß einfach, wann die Dinge richtig sind, wann sie richtig platziert sind, wann sie richtig kombiniert sind. Aber weißt du das dann eigentlich in dem Moment, wenn sie dann hängen oder in dem Moment, wo du es in deinen Kopf zusammenstellst? In dem Moment, wo ich es in meinem Kopf zusammenhänge. Aber ich tue mir, wie gesagt, auch wenn der Kunde mich fragt, warum jetzt genau das Element dort platziert ist, ich tue mir manchmal ganz schwer, das zu begründen, sondern ich weiß es einfach, dass es genau richtig dort ist. Und das, glaube ich, ist, meine Art von Arbeit hat ganz viel mit Intuition zu tun. Und ich wurde auch neulich mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte,
einen Lehrstuhl zu belegen, Ja. was ich natürlich unfassbar spannend fände. Auf der Aber- Uni, auf der du nicht aufgenommen wurdest? Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, also vielleicht mache ich das auch irgendwann, aber ich glaube, ich täte mir wahnsinnig schwer, meine Art von Arbeit den jungen Menschen zu vermitteln, weil, wie gesagt, so viel mit Intuition zusammenhängt. Ich kann es aber, wie gesagt, oftmals gar nicht erklären. Es ist Aber ist ein jetzt, bisschen wie ich merke, dass du ein relativ großes Team hast. Ist es ein Zufall, dass es nur Frauen sind? Oder ist es absichtlich? Nein, Passiert das irgendwie so? Diese Frage kommt natürlich sehr oft. Ja? Also am Anfang hat es einfach so begonnen und dann hatte ich, glaube ich, immer mal so ein Stammteam aus 10, 12 Frauen und dann Ja. war das halt schon irgendwie so stark und hat so gut funktioniert, dass es dann irgendwie einfach irgendwann mal schwer war. Und jetzt sind wir halt zu über 30 und jetzt, glaube ich, traut sich halt gar keiner mehr, sich überhaupt bei uns zu bewerben. Aber nein, es ist kein Konzept, es ist einfach so passiert. Okay. Und es funktioniert aber einfach so großartig, dass es jetzt keinen Anlass mehr gibt, das irgendwie zu ändern. Ja. So, Also vielleicht nach unserem Gespräch gibst du irgendwann einmal einen jungen Praktikanten die Chance, doch sich zu beweisen das und mach sich ich- durchzusetzen. Das mache ich auch regelmäßig, aber die bewegen sich dann, glaube ich, so tagtäglich mehrmals zwischen Himmel und Hölle. Und es hat irgendwie dann doch am Ende noch nie jemand länger ausgehalten. Also Okay. übers Praktikum hinaus irgendwie. Da werden die Tortillas gemacht. Gehen wir da jetzt hin, oder was? Können wir kurz reingehen. Hola, ¿puede dar medio kilito? Du nimmst jetzt eine und du rollst sie quasi auf, fast mit der Hand drüber. Ja, genau, ja. Du, aber sag mal, eine Sache interessiert mich noch. Diese Verbindung zu Contramar, also da ist ja diese Idee entstanden für die neue Kollektion. Ja, Aber genau, ja. wie kam das? Bist du da Stammgast gewesen? Ist das dein Lieblingsrestaurant? Oder erzähl mal, also das wird mich auch, wie ist denn die Idee geboren? Ja, also wir sind mit meinem Papa mal zufällig von einem Termin zurück zu Fuß gegangen und uns ist sofort die Atmosphäre aufgefallen, wenn man vorbeigeht, wie lebendig Contramar ist. Und das ist auch das, was das Restaurant, glaube ich, ausmacht. Abgesehen vom Essen und vom Service ist einfach die Stimmung, die es gibt im Restaurant. Und wir haben uns sofort in das verliebt. Ich bin dann irgendwann nach 4 Jahren kontaktiert worden vom Büro von der Gabriela und sie haben gesagt, ja, also wir öffnen jetzt ein neues Restaurant. Und Gabriela würde gerne mit dir reden, weil sie hätte gerne die Lampen von euch im Restaurant. Wir haben uns dann kennengelernt, haben dann ein total schönes Projekt zusammen gemacht, das Caracol de Mar heißt. Und so ist die Verbindung zueinander gekommen. Wir haben jetzt irgendwann die Idee gehabt, es wäre gut, was zusammen zu machen, was wirklich unsere zwei quasi Disziplinen miteinander verbindet und wo wir wirklich miteinander was zusammen machen. Und sie hat natürlich sehr viel Abfälle von Muscheln und von den Upcycling, ein Upcycling-Projekt, ja, genau, oder? Also nachhaltiger geht es ja eigentlich gar nicht. ja, der Ursprung von der Idee war wirklich etwas zusammenzumachen und das einfach zu verwenden. Wir haben jetzt nicht so diesen nachhaltigen, es war nicht die Idee da, etwas Nachhaltiges zu machen, das ist dann jetzt einfach so entstanden. ein schöner Side-Effekt. Ja, genau. Okay. Ja. Jetzt haben wir aber die Muscheln natürlich jetzt keine so spezifischen Recycle-Anwendungen gehabt, wie die wir jetzt quasi gefunden haben. Und so ist das eben entstanden. Wir haben dann gesagt, probieren wir was. Und die Idee war dann quasi zu sagen, dieser Moment bei Contramar, wenn du mit der Familie dort sitzt und isst, das in ein physisches Objekt zu verwandeln, ist etwas total Spannendes und etwas total Poetisches. Es gibt nie mehr Lampen, als es Muscheln bei Contramar gibt. Und es gibt nicht mehr Muscheln bei Contramar, als sie ökologisch gefischt werden können. Weil es total sie wichtig werden nicht ist. produziert. Ja, genau, weil es total wichtig ist, dass die Muscheln eine gewisse Größe erreichen, damit sie nicht zu klein sind, damit sie ihren Fortpflanzungsprozess durchlebt haben und diese Kolonie der Muscheln nicht aussterben lassen. Verstehe. Und das ist etwas, was die Menge an Muscheln, die es gibt, halt limitiert. Es hat einfach ein natürliches Limit. Muscheln gibt es nicht immer. Das Ist es auch saisonabhängig? saisonabhängig, genau, wann sie fischen können und so weiter. Ja. Gott, ist das nett hier. Und das neben so, das was ich gesagt habe, sind so wie kleine Dörfer Dörfer in mitten in der großen Stadt, ja genau. Also die Kirche, der Vorplatz, die Taqueria, die Tortilleria. Siehst du, was über uns ist Papel Picado und ist klassisch für alle möglichen Arten von Feiern. Früher war es immer aus Papier, jetzt hin und wieder aus Plastik und hat quasi ausgestanzte Formen, die dann über den Straßen hängen.
Ich hoffe, die kleine Tour hat dir gefallen und ich erwarte mir schon, dass du mir jetzt in München auch mit einem kleinen VW-Käfer abholen kommst. Thank you for the ride. Und ja, ich werde mein Bestes tun. Ja, War das das erste Mal in einem VW-Käfer? ja. Echt, oder? Ich war noch nie im Wow. VW-Käfer.